Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein Lenovo ThinkPad und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer findet. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung steht einmal auf der Rückseite, sehr, sehr klein gedruckt, aber auch viel besser zu lesen vorne auf dem Display. Und da sehen wir in dem Fall, dass das ein L580 ist. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass Displaytausch hier ziemlich einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Und auch die Tastatur, die kann man auch von oben tauschen. Und zwar muss man dafür lediglich diese eine Schraube hier lösen. Und die bleibt auch im Gehäuse, die muss man also nur lockern. Und dann kann man unter die Touchpads, hier nach oben hebeln. Und da sind jeweils zwei Schrauben, die man lösen muss. Und dann kann man die gesamte Tastatur nach hinten hin wegschieben und nach oben aus dem Gehäuse nehmen. Also super einfach hier bei dem Modell. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man alle Schrauben lösen. Und das sind die hier. Ich blende euch die auch im Bild ein. Und wie vorhin schon erwähnt, ist es hier so, dass die Schrauben nur gelockert werden. Die bleiben also im Gehäuse und müssen halt nur ordentlich aufgezogen werden. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Werkzeugset. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung. Und hier ist so ziemlich alles mit dabei, was man so gebrauchen kann. Zum Beispiel zum Öffnen, das benutze ich dann später. Und auch ein Schraubenset mit allen möglichen Aufsätzen, die man so gebrauchen kann. Und in dem Fall sind das ganz normale Kreuzschrauben. Und dafür nehme ich hier als Aufsatz ein PH0. Das soll ich mal zeigen, steht auch hier drauf. Und dann muss man eben alle Schrauben einfach nur lockern und kommt dann an die Unterseite ran. Um jetzt die Unterseite vom Gerät zu trennen, muss man quasi in die Verbindung rein zwischen Gerät und Unterseite. Und die läuft in dem Fall hier lang. Genau hier. Und läuft so eben auch einmal um das Gerät herum. Und dann versuche ich eben mit einem Öffner, da sind jede Menge im Werkzeugset mit dabei. Ich fange jetzt hier auf der Rückseite an und versuche dann in die Verbindung zu kommen und das so ein bisschen aufzuhebeln. Und ja, da hört man schon das laute Knacken. Das ist völlig normal. Das ist einfach, wenn die Einraststellen sich lösen. Da muss man also keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Und dann arbeitet man sich im Grunde genommen einfach einmal um das Gerät herum. Auch an den Seiten. Den Buchsen einfach ein bisschen vorsichtiger, aber auch hier sollte das problemlos möglich sein.
Und ja, oft kann man dann schon mit der Hand das Ganze mit ein bisschen Wippen abziehen. Sollte das mal nicht so gut gehen, dann arbeitet man sich einfach genau in der gleichen Technik einmal um das Gerät herum, um da ganz auf Nummer sicher zu gehen, bis man das irgendwann mit der Hand lösen kann und abziehen kann. Und ich werde das jetzt hier mal im Schnelldurchlauf machen. Und ja, so sieht die Unterseite dann von innen aus und so das Gerät. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres am Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und wir sehen hier den Stecker, der zum Mainboard läuft. Und da kann man hier an dieser Schlaufe ziehen und den mit ein bisschen Rütteln nach hinten einfach rausziehen. Und schon hat man auf jeden Fall keinen Strom mehr auf dem Gerät. So, was wir hier sehen können neben dem Akku ist einmal der RAM oder die beiden RAM-Riegel. Da ist jetzt halt nur einer belegt hier. Direkt darüber sehen wir das WLAN-Modul. Hier ist noch Platz für ein LTE-Modul. Dann sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt. Und wir sehen hier unten, das ist dual. Da kann entweder eine 2,5 Zoll Festplatte oder eine schmale SSD eingebaut werden. In dem Fall ist jetzt hier eine SSD drin, dazu aber später mehr. Jetzt bauen wir aber erstmal den RAM aus und das ist wirklich super einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten, die man ein bisschen zur Seite ziehen muss. Dann kommt der einem quasi schon entgegen und dann kann man den einfach rausziehen. Und der Einbau ist natürlich genauso einfach. Wieder in den Slot zurückstecken, das Ganze nach hinten und dann nach unten drücken, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Bei der SSD ist es hier so, wie eingangs schon erwähnt, passt hier eine 2,5 oder eine normale schmale ein. In beiden Fällen ist es so, dass man einfach an dieser Schlaufe hier das Ganze so ein bisschen nach hinten oben zieht und das dann hier frei kommt. Und dann sieht man hier das Verbindungskabel. Und um an die eigentliche SSD ranzukommen, müssen wir hier jetzt diese beiden Schrauben lösen. Und dann kann man das Blech nach oben hin abnehmen. Und dann sieht man hier die SSD und auch die wird nur von einer Schraube hier gehalten. Sobald man die gelöst hat, kann man die SSD in die Hand nehmen und dann einfach nach hinten aus dem Slot ziehen und gegebenenfalls eben auch tauschen. Auch hier ist der Einbau super einfach. Zurück in den Slot, da gibt es auch nur eine Richtung. Ein bisschen nach unten drücken. Dann kann man die wieder verschrauben. Ja, dann nur noch das Blech wieder drauf. Auch das wird verschraubt und schon hat man das erledigt. Die Hülle hakt man so ein bisschen erst hier drunter und kann sie dann wieder hier reindrücken und ja, hält super. Um den Akku jetzt zu tauschen, muss man nur diese 4 Schrauben lösen, die hier außen rum sind und kann den Akku dann nach oben hin einfach rausnehmen. Und wie gesagt, die ist jetzt hier halt ein bisschen anders, deswegen lege ich die mir jetzt auch separat hin. Und dann kann man den Akku einfach nach oben aus dem Gehäuse nehmen und gegebenenfalls durch einen neuen ersetzen. Unter dem Akku sehen wir hier übrigens das Touchpad und auch das lässt sich einzeln tauschen. Und zwar löst man dafür diese 4 Schrauben, die hier drüben lang laufen. Und man muss auch das Kabel hier lösen. Und das ist unter dieser kleinen Abdeckung hier. Und hier ist es so, das zeige ich euch jetzt auch noch mal schnell.
dass die Steckverbindung hier ist nämlich ein Kippschalter. Den kann man also, man kann es hier nicht einfach an dem Kabel ziehen, dann reißt man das ab. Ich hoffe, dass man das hier einigermaßen sehen kann. Aber man muss diesen Stecker erst hier hinten nach oben klappen. Genau so. Und der gibt dann das Kabel frei. Und dann kann man das rausziehen und das Touchpad quasi nach unten hin so ein bisschen durchdrücken und dann dort entgegennehmen. Und auch beim Wiederverbinden das gleiche Spiel. Es hat hier so eine weiße Linie. Bis dahin kommt das Kabel wieder in den Stecker. Und dann klappt man den Stecker hier wieder zu. Jetzt kann man das, glaube ich, ganz gut sehen, dass die weiße Linie hier genau bis zum Stecker geht. Und ja, ein bisschen fummelig und geduldig, aber an sich wirklich auch sehr einfach zu tauschen. Der Lüfter lässt sich bei diesem Modell nur zusammen mit dem Heatsink tauschen. Und der wird auch hier selber gar nicht gehalten, sondern nur diese 4 Schrauben, die man lösen muss. Und dann kann man den Lüfter samt Heatsink aus dem Gerät nehmen. Natürlich nicht vergessen, das Kabel vorher noch zu lösen. Das kann man einfach seitlich am Stecker fassen und nach hinten rausziehen. Und dann sieht man hier auch schon am Stecker die Kontakte. Die sind auch nur auf einer Seite. Und dann merkt man sich, dass die beim Wiederverbinden nach oben zeigen müssen. Je nachdem, wie das geliefert ist, wie das Kabel hier verdreht ist. Kommt ja wieder bis ganz nach hinten rein. Und ja, auch super einfach. Wenn man den Akku jetzt wieder einbaut, dann gibt es hier unten so eine kleine Ausbuchtung, beziehungsweise hier ist die Ausbuchtung. Und dadurch bekommt man den Akku direkt wieder in die richtige Position. Wenn man den da einhängt und nach unten fallen lässt, dann ist das hier ziemlich problemlos. Dann sitzt der auf den Gewinden. Man muss den dann nur noch wieder verschrauben. Wie gesagt, in dem Fall jetzt die kleine silberne Schraube kommt ganz unten hin. Und super wichtig, nicht vergessen am Ende, also wirklich ganz am Ende, natürlich auch das Akkukabel wieder zu verbinden. Sonst macht man das Laptop zu und merkt, huch, das geht nicht mehr. Und dann muss man den ganzen Kladderadatsch wieder aufmachen. Und das will man natürlich nicht bis ganz rein. Und dann kann man das Gerät wieder zumachen. Und beim Zumachen legt man die Unterseite einfach von oben gerade auf das Gerät und drückt das nach unten hin fest. Und da kann man ruhig feste drücken, dass hier auch in der Mitte, dass die ganzen Einraststellen wieder schließen. Ich gehe dann am Ende auch einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Lücke oder Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann muss man nur noch alle Schrauben wieder festziehen und so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.